Freunde, wir starten mit Folge 3. Ich würde sagen, ich erkläre euch einfach mal kurz, was nach Folge 2 passiert ist. Ich bin zurück ins Camp und habe dort erstmal neue Pferde ausgesucht. Das dauert relativ lang, weil die natürlich nicht auf Abruf stehen, sondern frei herumlaufen. Dementsprechend muss man dann erstmal die Herde finden. Das hat Sabina dann für mich gemacht. In der Zeit habe ich ein bisschen meine Ausrüstung angepasst und optimiert und habe dann im Verlauf des Tages neue Pferde getestet. Und allerdings war das nicht gut, die haben nicht gut miteinander harmoniert. Und dann habe ich mich dazu entschieden, auf einem einzelnen Pferd weiterzureiten und habe mich dafür einen Schimmel entschieden. Habe meine ganze Ausrüstung angepasst, also dass ich das alles auf einem Pferd mitnehmen kann. Trekkingstöcke weg, weniger Essen, weniger Kleidung und so weiter, so dass das halt alles passt und auch leicht ist. Und dann ging es dann auch schon weiter. Kies ist zu dem Zeitpunkt, als ich losgeritten bin, auch gerade mit einem Tourist los. Und ich habe dann gesagt, komm, ich begleite euch mit über den Pass. Und habe dann mit denen noch hinterm Pass was gegessen, eine kleine Pause gemacht. Und ein paar Kilometer weiter habe ich dann auch Tschüss gesagt, bin dann alleine weitergeritten. Schön ein bisschen Gas gegeben auf der freien Fläche, war richtig gut. Und für mich war das dann auch nochmal was anderes, weil die Route eine andere war. Ich musste natürlich die Route ändern, sonst würde ich die gleiche Route nochmal reiten, um wieder an den Ausgangspunkt zu gelangen. Da hatte ich aber keinen Bock drauf, weil ich natürlich was Neues sehen wollte. Ich wollte die Gegend erkunden und bin dann in nördliche Richtung oben am Park rausgeritten und war dann erstmal schön auf einer freien Fläche. Mein Schuh ist mit der Zeit auch besser geworden. Anfangs war das ja noch relativ subtil. Und es ging aber dann zum Ende hin schon in die mongolische Richtung, also so ein schön kräftiges Schuh. Und es war auch bei dem Pferd nötig, weil es schon eher ein ruhiges, entspanntes Pferd war, will ich mal vorsichtig sagen. Und man musste das Pferd schon ein bisschen antreiben. Ab und zu habe ich auch die Führleine genommen, habe mal hinten so einen leichten Klaps drauf gegeben, also überhaupt nicht fest, einfach nur das Fell berührt, dass das Pferd weiß, okay, ich könnte ein bisschen schneller laufen oder traben. Ja, und dann ging es für mich auch schon wieder mitten in die Pampa bzw. in die Wildnis. Es ging fast nur bergauf und ich habe mich dann dazu entschieden, auch ein bisschen mitzulaufen. Nicht nur um das Pferd zu entlasten, sondern auch um einfach auch ein bisschen selbst was zu laufen. Wir haben uns gut verstanden, hat gut harmoniert, es hat gut funktioniert, es hat sich sehr gut führen lassen, das Pferd. Und als wir eine kleine Pause gemacht haben, habe ich es auch gar nicht angeleint. Ich wollte das einfach mal ausprobieren. Also nicht immer gleich an einen Baum anbinden und Fußfesseln dran, dass das Pferd ein bisschen auch freier ist. Und es hat auch einfach nur gegrast. Ich habe dann gesessen und auch eine Pause gemacht. Hat gut funktioniert bis dahin. Und ja, dann ging es auch schon wieder weiter. Als wir dann schon ein bisschen tiefer in dem Gebiet drin waren, ist mir aufgefallen, dass meine Stimmung oder meine Intuition irgendwie ein schlechtes Gefühl bekommen hatte bei dieser Gegend. Es hat sich einfach nicht gut angefühlt, da zu sein. Es war ein drückendes Gefühl. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber meine Intuition hat gesagt, dass diese Gegend hier auf jeden Fall nicht ungefährlich ist. So hat es sich für mich angefühlt und dementsprechend war ich dann auf jeden Fall ein bisschen aufmerksamer. Die Gegend war total bewachsen, also links und rechts waren überall Gebüsche, Dickicht, 1,5 bis 2 Meter hoch. Man hat kaum was gesehen und deswegen habe ich regelmäßig mit dem Rangefinder die Gegend abgesucht. Wie gesagt, mir kam es schon irgendwie komisch vor, diese Gegend, und dementsprechend war ich da irgendwie vorsichtig und habe regelmäßig geschaut. Nicht, dass ich irgendwie Bären überrasche oder einen Wolf mich nicht merkt, was relativ unwahrscheinlich ist. Aber ich war dann relativ vorsichtig, weil ich natürlich auch kein Bearspray oder irgendwelche Kurzwaffen oder Langwaffen dabei hatte. Navigiert habe ich natürlich weiterhin über die Karte und auch über mein Garmin. Ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen auf dem Smartphone. Die Karte ist relativ schemenhaft, weil ich einfach keine gute Karte gefunden habe für das Gerät, um das runterzuladen offline. Und dementsprechend war die Navigation sehr grob, vor allen Dingen auch, weil ich die weitere Tour oder Route gar nicht neu geplant hat. Ich bin einfach Freestyle, hinten raus, nördliche Richtung und mal gucken, auf was ich so treffe.
Kurze Zeit später dann mitten im Sumpf noch ein ausgebranntes Fahrzeug, wahrscheinlich festgefahren und dann einfach der Natur überlassen. Jedenfalls hat es das ganze Szenario noch mal ein bisschen merkwürdiger gemacht. Hatte einfach so ein Lost Place, verlassener Ort, Flair und war dementsprechend einfach so ein bisschen gruselig. Jetzt nicht übertrieben, aber es war schon komisch da, diese ganze Gegend mit den verlassenen Camps, ausgebrannte Fahrzeuge, überall Müll und Reifen, Wodkaflaschen. Es war auf jeden Fall eine komische Stimmung da. Ich war mittlerweile relativ durstig. Ich hatte das letzte Mal ganz unten am Anfang getrunken. Unterwegs gab es hier und da ein paar kleine Wasserläufe auf der Strecke, aber da waren so viele Sedimente drin, es war relativ braun, dass ich das dem Filter nicht antun wollte. Ich wollte mir den einfach nicht verstopfen und habe dann einfach noch ein bisschen gewartet. Und dann war ich froh, dass wir dann einen kleinen Wasserlauf abseits der Strecke gefunden haben. Den habe ich gehört aus der Ferne und bin dann da hingegangen, habe mir da Wasser aufgefüllt, konnte endlich wieder was trinken. Und natürlich auch für die Zubereitung von Dry Meals später war das auf jeden Fall sinnvoll, dass ich da noch ein bisschen Wasser aufgefüllt hatte. Für mich ging es dann weiter hoch und umso steiler es wurde, umso öfter habe ich links und rechts diese selbstgebauten Bergetools aus Holz gesehen, die die Mongolen dafür nutzen, um ihre Karre zu retten, wenn sie festgefahren sind. Und ihr müsst euch mal überlegen, in der Mongolei wird es im Winter gerne mal minus 30 Grad kalt. Und ich glaube, ich hätte da keinen Bock drauf, mich bei minus 30 Grad in der Wildnis ohne Handyempfang festzufahren. Vielleicht bist du noch alleine und kriegst dann deine Karre da nicht raus, musst ein Feuer machen, damit du nicht erfrierst. Ich meine, die Mongolen sind stabil, die haben wahrscheinlich auch immer Wodka dabei, da hinten in der Gegend, trinken sich dann schön einen warm. Aber das ist doch schon, glaube ich, ein krasses Szenario, sich da bei minus 30 Grad festzufahren. Dann war der Anstieg endlich vorbei und ich war oben auf dem Berg angelangt und da gab es dann eine Gabelung, da ging es einmal nach links und einmal nach rechts. Und ich habe so ein bisschen nach links geschaut und habe gesehen, das geht sehr stark nach links. Und habe mir dann so gedacht, nee, da gehst du jetzt nicht lang, da driftest du zu weit nach links ab und gehst weg vom Terelji Nationalpark. Und habe mich dann dazu entschieden, rechts zu laufen. Das war auf jeden Fall die falsche Entscheidung, aber im Nachhinein die richtige. Der Wald nach der Gabelung dann war relativ still, auch einen Ticken gruselig. Also ich habe weiterhin diese komische Energie gespürt. Und dazu kam noch, dass die Sonne langsam unterging. Und ich habe mir gesagt, Julius, bevor es dunkel wird, musst du aus diesem Wald raus sein. Meine Intuition hat mich natürlich nicht getäuscht. Es waren überall Wölfe unterwegs. Vielleicht war es das, was ich gespürt habe. Auf jeden Fall habe ich überall auf der Strecke Trittsiegel gesehen von Wölfen. Manche klein, manche groß, manche mit einer langen Trittlänge, manche mit einer kurzen. Und ich habe jetzt keine großartige Angst vor Wölfen, natürlich Respekt.
Aber das war für mich dann schon erstmal ein ungewohntes Gefühl, in einem Gebiet unterwegs zu sein, alleine, wo Wölfe unterwegs sind. Und da war ich natürlich erstmal nochmal aufmerksamer und habe die Gegend gut beobachtet, weil auch viele Spuren davon relativ frisch waren. Ich bin dann den Berg runtergegangen und habe einfach gesehen, wie lang dieser Wald noch ist und habe mir überlegt, du kommst heute Abend, glaube ich, nicht mehr aus diesem Wald raus. Und habe ich mir ganz kurz überlegt, total sinnfrei, komm, du schaust gerade mal nach einem Schlafplatz, vielleicht findest du was Gutes und kannst vielleicht dein Camp aufschlagen. Bin dann kurz an die Seite und habe dann dort ein bisschen nach Plätzen gesucht, wo ist es gerade, wo könnte ich meinen Tarp aufspannen und gerade liegen und gut schlafen. Mal davon abgesehen, dass es total bescheuert ist, mitten bei den Wölfen da sein Camp aufzuschlagen. Aber einen kurzen Aussetzer hat sich wohl. Und dann schaue ich auf den Boden und sehe einen ganz kleinen jungen Hasen am Zappeln. Und da wusste ich, dass entweder ich oder das Pferd da eben gerade draufgetreten ist. Das lag vielleicht da und war müde oder vielleicht schon irgendwie krank. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall lag da ein kleiner zappelnder Hase. Das hat mir dann natürlich leid getan, weil ich wusste, der wird jetzt nicht zufällig gerade zappeln, sondern da ist einer von uns gerade draufgetreten. Ich weiß nicht, wer es war, ist auch egal. Auf jeden Fall tat mir es dann in dem Moment leid. Ich habe mich dann erstmal kurz um den kleinen Hasen gekümmert und einfach um ihm noch ein paar letzte Minuten zu spenden. Und genau in dem Augenblick haut das Pferd ab. Den ganzen Tag lasse ich das Pferd unangeleint Pause machen, gar kein Problem. Und in der Gegend dann mache ich kurz eine Pause, um zu sehen, wo ich pennen kann. Gehst du auf Tour? Und das Pferd haut sofort ab. Ich habe wirklich nur eine Minute gerade diesen Hasen auf der Hand gehabt und das Pferd ist sofort abgehauen. Und da wusste ich schon, hier wirst du nicht bleiben. Ganz klar, hier wirst du nicht bleiben. Ich war wieder ein bisschen wach. Das war auch gut, weil überlegt euch mal, das Pferd wäre nicht abgehauen, dann hätte ich vielleicht wirklich da mein Camp aufgeschlagen. Also alles ein bisschen strange in der Gegend gewesen. Und dann sind wir weitergelaufen und dann hat sich auch schon wieder der nächste Wolf bestätigt, aber diesmal mit einem richtig frischen Abdruck und mit einer ordentlichen Schrittlänge. Und die Größe von dem Abdruck war auf jeden Fall so groß wie meine Hand. Das war ein richtig dickes Teil und total frisch. Also man hat auch noch gesehen, so kleine Fissuren. Und da wusste ich, der Wolf war eben gerade hier. Also war ich mir ziemlich sicher, ich bin kein Experte, aber ich ging davon aus, im Vergleich zu den anderen Spuren, die ich davor gesehen hatte, die könnten schon ein bisschen älter sein, aber die war relativ frisch. Wie frisch konnte ich jetzt nicht genau sehen, aber für mich in dem Moment war das, der war doch eben gerade hier und deswegen ist das Pferd vielleicht abgehauen. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall war für mich ganz klar, du musst hier aus diesem Wald raus. Wie gesagt, ich ging jetzt nicht davon aus, dass ich von einem Wolf angegriffen werde, aber in diesem Wald zu pennen wäre einfach dumm gewesen. Erst die Aktion mit dem Hase, Pferd haut ab, fette Wolfsspur, dann schaue ich an den Wegrand, dann liegt da einfach ein überschlagenes, kaputtes Auto am Rand, wo ich mir gedacht habe, wie geht denn das? Mitten im Wald, wie schnell musst du denn fahren, dass du deine Karre da ablegst und auf den Kopf legst? Auch wieder total verrückt gewesen. Also die ganze Aktion da in dem Wald, das hat sich alles auf einer Länge von 1 Kilometer ungefähr abgespielt. Das war auf jeden Fall total verrückt und ich war total aufmerksam. Also ich habe wirklich alles abgesucht, gescannt, stehen geblieben, Rangefinder raus, immer geguckt, ist das jetzt ein Gebüsch oder ist das vielleicht ein Bär und so Sachen. Immer wieder geschaut, auch immer wieder aufs Pferd geguckt und an manchen Stellen war das Pferd komplett starr, hat einfach nur ins Gebüsch geschaut, Ohren nach vorne und war ganz konzentriert. Wenn das Pferd das macht, dann ist da irgendwas. Dann ging es wieder weg, ganz normal, dann hat das Pferd wieder gefressen, ein paar hundert Meter weiter wieder irgendwas gesehen, gehört oder sonstiges. Also die Pferde verstehen oder merken das viel früher als der Mensch selbst. Die haben viel größere Ohren natürlich, riechen besser und so weiter. Deswegen hat es auch sehr gut für mich funktioniert, das Pferd auch als Indikator zu nehmen, ob irgendwas jetzt hier in der Nähe abgeht. Und war auf jeden Fall eine spannende Geschichte da. Ja, Navigation kann ich. Ihr habt es gerade gesehen. Ich habe euch die Karte eingeblendet.
einmal im Kreis gelaufen. Das Witzige an der Geschichte ist, ich stehe an der Gabelung und denke mir, nee, da drifte ich komplett zu weit links ab, wenn ich da lang laufe. Und im Endeffekt war es genau das Gegenteil. Ich bin jetzt komplett rechts abgedriftet. Und natürlich auch durch die ganzen Ablenkungen im Wald habe ich ein bisschen auch aufgehört, aufs GPS zu schauen, auf die Karte. Und habe einfach mir selber vertraut, ja, das wird schon die richtige Richtung sein. Habe das gar nicht mehr so gut kontrolliert und bin im Endeffekt einmal im Kreis gelaufen. Also einmal hoch und auf der anderen Seite wieder runter. Dass sich das aber als gut herausstellt, das erfahrt ihr dann im Verlauf des Videos. Zur Dämmerung kam ich dann langsam aus dem Wald raus, war erstmal ein bisschen froh, schaue nach rechts und sehe dann erstmal einen kleinen Friedhof. Ich habe mich dann entschieden, direkt am Waldrand zu pennen, weil ich keine Zeit mehr hatte, um in der Helligkeit irgendwo anders das Camp aufzuschlagen. Also erstmal wieder alles abgeladen. Ging natürlich um einiges schneller, da ich ja kein Packpferd mehr hatte. Allerdings durch die fehlenden Trekkingstöcke musste ich mir dann erstmal andere Stöcke suchen, mit denen ich dann meinen Tarp aufspannen konnte. An dem Tag hatte ich ca. 25 Kilometer zurückgelegt, habe mir dann erstmal einen Snickers gegönnt und im gleichen Atemzug dann auch geschaut, ob ich gerade liege. Ich finde, es gibt beim Campen draußen nichts Schlimmeres, als irgendwie schief zu liegen oder zur Seite zu rollen. Und es hat perfekt gepasst, es war schön gerade und dann habe ich erstmal mein Camp aufgebaut. Mhm. Als es dann komplett dunkel war, hat das Pferd ständig angefangen zu schnauben und auf den Boden zu trampeln. Ich bin dann zum Pferd hin, habe es ein bisschen beruhigt, Kopflampe genommen und ein bisschen an den Waldrand geleuchtet, um zu sehen, ob da irgendwas ist. Denn wenn die Pferde sowas machen, dann ist da vermutlich irgendwas im Gebüsch. Also die merken das sofort. Es hat sich allerdings nichts gezeigt. Mir war das dann auch irgendwann egal. Ich war natürlich auch schon müde von dem Tag. Das ging ungefähr noch so bis 0 Uhr weiter. Ich habe dann immer so aus dem Zelt geschaut, mal die Kopflampe benutzt, ob da irgendwas dann noch gekommen ist. Es hat sich dann irgendwann auch beruhigt, es war dann ruhig. Ich habe keinen Wolfgeheule oder sonstiges in der Nacht gehört und habe dann tatsächlich auch relativ gut gepennt. Am nächsten Morgen habe ich mir dann erstmal ganz entspannt aus dem Zelt draußen einen Kaffee gekocht. Ich finde das immer sehr geil, wenn man aus dem Zelt rausguckt und dabei seinen Kaffee trinkt. Ich war relativ froh, auch dass das Pferd noch da ist und nicht über Nacht irgendwie vom Wolf attackiert worden ist. Alles entspannt gewesen und dann bin ich erstmal ganz ruhig in den Tag gestartet. Natürlich brauchte ich auch wieder Wasser und musste dafür allerdings runter ins Tal laufen, ins Dickicht rein, um mir da Wasser zu holen. Da lief so ein kleiner Bach durch. Und rundherum halt alles zugewachsen. Da hatte ich dann schon ein bisschen Paranoia, habe mich mehrfach immer umgedreht und gepfiffen. Ich meine, durch den Bachlauf hört man mich natürlich nicht. Also wenn da irgendein Wolf läuft oder ein Bär oder sonstige Raubtiere, dann hören die natürlich nicht, dass da ein Mensch ist, um dann eventuell umzudrehen. Deswegen habe ich dann regelmäßig gepfiffen und mich auch umgedreht. Nicht, dass mich ein Tier überrascht und sich dann erschreckt und in Angriffsmodus geht. Muss man dann schon aufpassen. Habe ich auch gemacht. Alles halb so wild. Habe mir mein Wasser gezogen und dann ging es auch schon wieder weiter. Zu Besuch kam dann noch ein Einheimischer. Das ist auch Tradition in der Mongolei, habe ich mir sagen lassen, dass man Fremde immer begrüßt, fragt, wie es ihnen geht, wo sie hinwollen und so weiter. Das hat er auch bei mir gemacht. Natürlich habe ich kein Wort verstanden. Ich kann weder Russisch noch Mongolisch und dementsprechend habe ich mich da mit Hand und Fuß mit ihm weiter unterhalten. Wir haben zusammen eine gequalmt und dann war das trotzdem entspannt. Das war nicht so diese typische peinliche Stille, die man kennt, sondern ich finde, wenn man im Ausland ist und einfach irgendwas redet, es ist egal, ob man sich am Ende versteht oder nicht, aber über Mimiken und so kann man sich auch unterhalten.
einfach lachen und das Ganze lustig sehen. So mache ich das immer und dann ist es auch irgendwie entspannt. So war es auch mit ihm. Man versucht einfach zu ahnen, was er sagen möchte. Das klappt manchmal mehr, manchmal weniger, aber es ist dann trotzdem lustig und er hat es wahrscheinlich genauso behandelt. Und ja, dann habe ich mir noch sein Pferd angeschaut. Er hat einen traditionellen Sattel gehabt, die für ungewohnte Reiter oder Leute, die selten auf so einem Sattel sitzen, äußerst unbequem sein sollen. Das habe ich vor der Reise auch gelesen und deswegen war ich auch froh, dass Stonehorse mir da einen Western-Sattel gegeben hat und nicht so einen. Wobei ich das auf jeden Fall auch mal ausprobieren werde, so einen traditionellen Sattel zu reiten. Das Pferd von ihm war relativ schreckhaft. Also ich bin ein bisschen näher gekommen und dann ist es sofort weg. Und dementsprechend habe ich mich da gar nicht weiter mit dem Gedanken befasst, mal bei ihm da auf dem Pferd Probe zu reiten. Werde ich aber auf jeden Fall nachholen. Und ja, dann haben wir uns noch sein Monokular angeschaut. Das hat er mir dann gezeigt, hat er mir vorgestellt. Ist eine chinesische Kopie von einem russischen Monokular. Natürlich nicht so eine gute Qualität wie die russischen. Aber hat gut funktioniert, gute Abbildungsleistung gehabt. Habe ich mir angeguckt. Ich habe meinen Rangefinder natürlich in der Tasche gelassen. Ich wollte jetzt nicht irgendwie so einen angeberischen Eindruck machen und habe mir einfach seins angeschaut. War auf jeden Fall cool, war schon repariert. Russische Aufschrift gehabt, russische Buchstaben. Hat auf jeden Fall Stil gehabt, das Teil. Er hat das an so einem Tuch gehabt, fand ich auch cool zu sehen. Wir haben ja immer irgendwelche fancy Paracord-Wicklungen oder sonstige Sachen da dran. Er hat das Ding einfach an seinem Taschentuch angebunden gehabt. Und das fand ich auch sehr cool. Und wie ich schon gesagt habe, muss man sich einfach mit Hand und Fuß unterhalten. Das habe ich dann auch versucht. Ich habe versucht, ihn zu fragen, ob es in dem Waldgebiet Wölfe oder Bären gibt. Und habe dann einfach die Geräusche von einem Wolf nachgemacht und einen Bär nachgemacht. Das ist einfach lustig. Ich mache das gerne. Ich bin mir da nicht irgendwie zu schade für. Ich mache mich dann gern zum Affen, sage ich mal. Ist mir scheißegal. Und am Ende konnte ich natürlich nicht verstehen, ob es dann da Bären oder Wölfe gibt oder was er geantwortet hat. Aber wir haben uns einfach unterhalten und es war auf jeden Fall auch angenehm. Ne? Ich habe dann gepackt, mich von ihm verabschiedet und dann ging es auch schon wieder in den Wald hinein, also da, wo ich hergekommen war. Denn für mich hieß es dann, an die Stelle wieder zu reiten, wo ich am Vortag falsch abgebogen war. Der Hase vom Vortag lag auch noch unbewegt an Ort und Stelle vom Vortag. Ich habe eigentlich gedacht, dass er irgendwie am nächsten Tag dann weg ist, also irgendein Raubtier sich den holt als kleinen Snack. Aber er lag immer noch da. Und ja, dann bin ich auch weiter hoch, war schon wieder oben auf dem Hügel, also da, wo ich falsch abgebogen war. Und dann hat sich auch das bestätigt, worauf ich eigentlich die ganze Zeit schon gewartet habe. Ja, an dem Punkt war es dann tatsächlich klar für mich, ich habe hier einen Bär im Gebiet, muss jetzt aufpassen, habe mir dann vom Pferd aus die Fährte angeschaut, bin nicht abgestiegen. Hätte ich mir im Nachhinein gewünscht, dass ich das gemacht hätte und selbst mal mit dem Stiefel reingetreten hätte, damit ich sehe, wie sieht es frisch aus und wie sieht es älter aus. Dann hätte ich das besser vergleichen können. Auf die Idee bin ich dann aber nicht gekommen. Vielleicht war ich auch erstmal einfach ein bisschen schockiert und habe mich ans Pferd geklammert, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich dann vom Pferd aus die Fährte angeschaut und für mich war sie mittelgroß, also nicht extrem groß, aber auch nicht extrem klein. Was mich allerdings zum Nachdenken gebracht hat, war die Tatsache, dass die Schrittlinge relativ kurz rüberkam. Kann ich mich natürlich auch irren, wie gesagt, kein Experte, aber das hat mich kurz so ein bisschen in den Gedanken gebracht, sind das Junge vielleicht mit ihrer Mama oder ist das ein junges Weibchen? Und da habe ich kurz drüber nachgedacht, aber im Endeffekt bin ich dann einfach weitergeritten und habe mir gedacht, okay, du musst jetzt aufmerksam sein, gut zuhören, gut hinhören, Rundumblick, also auch nach hinten schauen und einfach aufmerksam sein und natürlich auch auf dich aufmerksam machen mit Pfeifen oder Geräuschen. Den nächsten Streckenabschnitt habe ich dann Höllental getauft, weil es eine reine Tortur war, da durchzureiten. Links und rechts dicht bewachsen, man konnte nicht irgendwie ausweichen nach links oder rechts mit dem Pferd. Es ging nur nach vorne oder nach hinten.
Man war komplett der Sonne ausgesetzt, kein Schatten unterwegs. Trinken gab es auch nicht, also keinen kleinen Bachlauf oder so. Also über die komplette Strecke wenig Wasser gehabt. Und Fliegen, Bremsen, Mücken in Überzahl, also wirklich verdammt viele. Ich bin dann ständig mit der Gerte in der Hand an meinem Gesicht rum, damit ich die Viecher vertreibe. Richtig ätzend, der Boden, sumpfig, steinig und natürlich dann on top noch dieser Gedanke, dass hier irgendwo vielleicht ein Bär gleich aus dem Gebüsch kommt oder ein Wolf. Also man musste über die ganze Strecke komplett konzentriert sein und es war schon irgendwie zerreibend, da lang zu reiten. Und es gab auch keine Möglichkeit, dort irgendwo einen Camp aufzuschlagen, hätte ich das gewollt. Und da komme ich auf den Punkt von dem Vortag zurück. Wäre ich an dem Vortag da richtig abgebogen, hätte es von der Zeit nicht gereicht, bei Helligkeit noch da durchzukommen. Und diesen Bereich in der Dunkelheit durchzureiten, wäre in meinen Augen absolut krank gewesen, weil du ja nicht viel siehst oder nur dahin, wo deine Kopflampe leuchtet. Und das wäre auf jeden Fall wild gewesen. Gerade auch noch mit dem Sumpf fürs Pferd, das muss ja auch was sehen. Und da bin ich froh, dass ich am Vortag dann falsch abgebogen bin. Am Ende des Tals ging es dann endlich zur letzten sumpfigen Passage. Da gab es dann auch wieder Wasser. Das Pferd konnte was trinken, ich konnte was trinken. War auf jeden Fall sehr angenehm. Wir haben uns dann für ein paar Minuten einfach in diesen kleinen Bachlauf gestellt. Da wehte so ein leichter, kühler Wind durch. Das Pferd hat getrunken und ich habe einfach nur auf dem Pferd gesessen und habe gar nichts gemacht. Es war richtig angenehm. Gut. Nach der Trinkpause ging es dann endlich raus aus dem Gebiet. Insgesamt waren wir 4,5 Stunden in diesem Tal unterwegs. Ich hatte meine Wasserreserven dann aufgefüllt und war froh, dass ich mir mit dem Wasser dann endlich mal was zu essen kochen konnte. Und natürlich gab es weiterhin nur diesen einen Weg. Nicht irgendwie links oder rechts ein schönes schattiges Plätzchen oder eine Sitzbank. Das gibt es da nicht. Und dementsprechend habe ich meinen Kocher dann mitten auf dem Weg platziert und habe mir dann einfach erstmal ein Fertigmeal gemacht. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich mich mit dem Fertigmeal in irgendeine Spurrille von einem Fahrzeug gesetzt habe und hinter mir so ein bisschen Gebüsch war. Und da hatte ich dann ein bisschen Schatten. Ich hatte so Lust auf Schatten, weil ich davor, wie gesagt, 4,5 Stunden in der prallen Sonne war. Das Privileg, ohne Fußfesseln Rast zu machen, hatte sich ja das Pferd verspielt. Dementsprechend gab es erstmal wieder Fußfesseln und ich habe mich dann da hingesetzt, habe mein Meal gegessen und da ist mir dann wieder aufgefallen, dass ich in dieser großen Landschaft einfach nur ein kleines Sandkorn bin. Das sieht man auch auf den Drohnenaufnahmen. Ihr müsst darauf achten, wenn ihr mich da seht und dieses große Pferd, wie klein das ist. Wie gesagt, habe ich im zweiten Teil schon gesagt, das kriegt ihr mit keiner Kamera eingefangen. Das ist so riesig da. Ihr seid da einfach nur ganz klein. Nach dem Essen habe ich dann noch meinen wanderfreudigen Kollegen eingesammelt. Der war schon wieder 300-400 Meter weiter gelaufen, auch mit Fußfesseln, hat sich da am Wegrand das Gras geholt und dann haben wir uns langsam auf den Weg gemacht, um einen Schlafplatz zu suchen.
Gut. Klar. Wasserüberquerungen waren mit dem Pferd dann übrigens kein Problem mehr. Ganz einfach durchgeritten und egal wie groß das Wasser war, ob es klein oder groß war, das Pferd ist einfach gerade und zügig durchgeritten. Sei denn, ich habe angehalten, damit das Pferd trinken kann. Das hat sehr gut geklappt und da war ich auf jeden Fall auch erleichtert. Der Schlafplatz war gefunden, ich war zufrieden, das Pferd auch. Es war ein guter Spot, bis auf, dass es in Gewässernähe war und wir natürlich da einen Haufen Mücken, Bremsen und Fliegen hatten. Das hat schon massiv gestört. Ihr seht es im Video, wie viel da rumfliegt, um mich rum ständig. Natürlich habe ich nicht mehr am besten gerochen, war nicht mehr so fresh, aber das war wirklich krass, was da rumgeflogen ist. Die Sonne stand zwar schon tief, aber trotzdem noch sehr stark gewesen. Solarpanels raus, hat richtig was gebracht. Ich konnte alle Akkus nochmal aufladen. Und da gab es noch einen Kaffee, ein Kippchen, ganz angenehm. Zwar ungesund, ich weiß, aber zu dem Zeitpunkt dann sehr angenehm. Und dann habe ich erstmal eine entspannte Pause gemacht. Als ich da im Wasser saß, habe ich mir mal die Nase geputzt und da ist mir dann erstmal aufgefallen, wie verdreckt und verstaubt, vertrocknet meine Nase war. Das kenne ich eigentlich nur von anderen Ländern, aber es war auch in der Mongolei so, sehr trocken und staubig, gerade in den trockenen Jahreszeiten. Und das Taschentuch sah auf jeden Fall wild aus, sehr trocken. Und das wollte ich euch auch nur erzählen, damit ihr auch das miterlebt. Ich habe dann meine Uhr ausgezogen, da habe ich dann mal gesehen, was für ein Dreckfilm auf meiner Haut war. Von Schweiß, Staub und Dreck gab es da dann diesen schönen Film, den man kennt, wenn man sich länger nicht wäscht. Und das war dann so der Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay, heute oder morgen wird es mal wieder Zeit, sich zu waschen. Danach wurde es dann auch relativ schnell dunkel, Zeit für die Kopflampe, Zeit für Abendessen. Der Abend war sehr angenehm, es war schön klar, man konnte auch die Sterne sehen. Und dann hieß es für mich, erstmal ein bisschen den Abend ausklingen lassen. Allerdings wird die Nacht nicht besonders lange gehen. Freunde, das war's mit der dritten Folge der Mongolei Horse Tracking Tour. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seht dann in der vierten Folge, wie es weitergeht. Und ihr werdet in der vierten Folge auch nochmal einen ganz anderen Teil der Mongolei kennenlernen. Bleibt auf jeden Fall gespannt dran. Ich bedanke mich an der Stelle bis hierhin schon mal für den grandiosen Support, den ihr gegeben habt. Auf Instagram ordentlich Stories geteilt, WhatsApp viel geteilt, Likes dagelassen, Kommentare. Das Projekt kommt gut an, das freut mich natürlich. Und ich würde mich natürlich auch freuen,
wenn ihr das bei dieser Folge wieder tut. Und dann würde ich sagen, viel Spaß dann nächste Woche mit der 4. Folge. Bis dahin, wir sehen uns.